Damit ich euch noch schön was zeigen kann, habe ich heute mal ein bisschen früher das Schneiden sein lassen. Das heißt, die nächsten 2-3 Tage werden die Videos sich noch ein bisschen schleppen über das Backen Open Air hinaus, weil das schaffe ich nicht. Ich komme mit dem Schneiden nicht mehr hinterher. Aber es gibt noch so vieles Schönes zu sehen. Also aktuell unheimlich starker Abreiseverkehr schon. Zu Fuß, mit Koffern, aber eben auch dann die ganzen Wohnmobile, Wohnwagen, Motorradfahrer wie auch schon gesehen. Die haben alle so ein bisschen Schiss, denke ich, vor dem großen Abreisestau, wenn die Bodenverhältnisse sich nochmal verschlechtern. Aber eigentlich, es hat heute Morgen noch mal kurz geschauert, soll es wieder trocken werden. Wir kriegen heute Nachmittag noch einen kleinen Schauer nach Vorhersage, aber das bringt kein Wasser auf die Fläche. Ich riskiere es, ich bleibe auf meinem Platz. Pavillon habe ich schon mal abgebaut, aber das Vorzelt steht noch. Mittags in Wacken. Ich bin auf dem Weg zu Thorsten Sträter. Der tritt jetzt nämlich gleich im EMP-Bereich auf. Nochmal für eine Stunde oder Meet and Greet, weiß ich nicht. Ich denke mir, es wird ein Auftritt. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Da ist er! Thorsten Sträter! Kommen Sie neben mich am besten. Mir war nicht klar, dass das noch Publikum ist, ehrlich gesagt. Hat mir keiner gesagt. Auch schön. Hast du auch ein Bier? Was habe ich? Bier? Da würde ich einfach noch 8 Minuten warten wollen. Wenn das geht. Wie kannst du einen klaren Gedanken fassen, während ihr parallel Bands spielen? Gibt es da irgendein Konzept? Trennt man sich da ein Ohr ab? Ich kriege das überhaupt nicht hin. Bier. Hast du mich überhaupt schon was gefragt? Nee, nicht, aber ne? du kannst gerne schon mal reden. Ja. Nee, aber das Ding ist ja, Wacken und Thorsten Sträter ist jetzt erstmal nicht so die zwingende Kombi. Aber du warst ja letztes Jahr auch schon Schönes hier. kleines Kompliment. Das ist... Ja, du bist ja nicht gerade der prototypische Metaller, oder? Eher so nicht. Nee, ich bin so KISS-Fan und so. Ich bin so Bedarfs-Hardrock höre ich. Also KISS, seit ich Kind bin und weißt schon, AC/DC und so. Und ich kann jetzt hier schlecht erzählen, dass Metallica ist mein A und O oder so. Das ist einfach nicht wahr. Aber ich mag schon Rockmusik und also, das ist mir jetzt lieber. Dafür gehe ich ja nicht in den Fernsehgarten zum Beispiel, verstehst du? Das ist eine gute Entscheidung, finde ich. Also solche Sachen vermeide ich, das macht mich so teilglaubwürdig, weil das ist halt in Mainz und sehr früh. Und das ist ja generell so Körperwelt mit Bumsmusik, deswegen lasse ich da die Finger von weg. Hier kann ich sein, wie ich will, was nicht gut ist. Lässt du dich hier etwa gehen? Ich lasse mich massiv gehen, das gleiche Hemd an wie gestern. Ui! Und das ist... Also, das verstößt gegen die Kleideretikette von Wacken, ganz offensichtlich. 3 Tage drauf. Bitte was? 3 Tage Minimum. 3 Tage Minimum? Also kann ich heute nicht abreisen oder was? Ach, ihr entscheidet das hier. Na gut, ist vielleicht doch nicht so die friedfertige Gesellschaft. Wo ein Ausreisestopp, zauberhaft. Jetzt hatte ich einen Einreisestopp durch Schlamm und jetzt habe ich einen Ausreisestopp durch diese random Frau da vorne. Ich freue mich. Gestern habe ich mir so eine... Mach so Freestyle einfach dann. Ja, man lässt mich ja nicht. Ich wollte gestern nur um 10 nach 7 auf die Bühne mir einen Tisch aussuchen und musste dann anfangen. Dann musste ich eine Dose Heineken trinken auf Ex. Das war das, was da war. Was soll ich denn jetzt sagen? Man kann nicht alles richtig machen. Und dann habe ich Fragen beantwortet. Auch jetzt kluge Fragen nicht so schlau beantwortet. Damit haben wir uns eine halbe Stunde aufgehalten. Das war schön. Also es war schön. Wenn mir einer gesagt hätte, das Interview, das wir führen, ist vor Live-Publikum, hätte ich auch gesagt, ich denke nicht. Du kennst Aber jetzt ist das ja gar nicht, vor Publikum zu reden, ne? Ich wusste es nicht. Es ist irritierend. Weil die Leute sitzen jetzt da und sagen, mach was, Sträter. Und während ich hier so rumlaber, so denke ich, was denn? Was denn? So, das ist das. Ich stehe unter Druck. Frag mal weiter, bitte. Entschuldige. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber das ist 10 Minuten her. Es war ein Traum. Vielen Dank, dass du uns hier deine Ehre gegeben hast. Und Dankeschön, mein Lieber. ich weiß nicht, wenn da gleich noch Leute kurz Selfies machen, ist das okay für dich oder willst du lieber direkt nach hinten?
Da stehen nämlich gerade so welche, die da Hast du Selfies mit den Leuten? Dann bist du so eine arrogante Drecksau, dass du dich sofort verpisst. Das hast du jetzt sehr schön. Ich glaube, ich würde gerne Selfies machen, aber ich glaube, es stiehlt meine Seele, wenn ich mir den Wirbel ablichten lasse. Also ich schaffe es nicht, mich natürlich zu verhalten bei einem Selfie oder wo ich hingucken muss, dann man lernt das nicht. Aber es ist halt, ich nehme mir auch immer, also ich nehme mir auch Eintrittsgelder gerne. Also wenn Leute ein Buch kaufen, freue ich mich. Weißt du, ich kenne viele Kollegen, die sagen, nee, Selfies nicht. Bitte was? Will ich ein Bier? Was ist mit dir? Was denkst du, was das hier ist? El Arenal? Wir haben halt 2. Wenn ich jetzt ein Bier trinke, wache ich 3 Tage später nackt und teilrasiert in Hamburg auf. Lass mal sein, ich vertrage das überhaupt nicht. Ja, weißt du, nein. Ich muss um 18 Uhr noch gegen Megadeth antreten. Und dafür muss ich mich noch etwas sammeln. Oh, da ist Gandalf. Hallo! Na, hinter euch. Ihr habt's verpasst. Jetzt ist er weg. Da hinten im Hintergrund seht ihr noch die Menschenmenge. Ich habe mir ein schönes Selfie abgeholt. Witzigerweise, während ich da gewartet habe, bin ich gebeten worden, ob ich nicht für ein Selfie mal schnell mich hinstelle, während ich mich für ein Selfie bei Thorsten Sträter anstelle. Also, und du warst mein Kameramann, absolut fantastisch. Yeah! Check. Check. Das darf natürlich nicht fehlen. Wacken Firefighters. Den ersten Auftritt mussten sie ja nach einem Song abbrechen, aber jetzt dürfen sie noch mal richtig. Und sie werden gefeiert. Zu Recht. Vielen, vielen Dank, Freunde. Das ist echt der Hammer, was hier abläuft. Ich hoffe, ihr seid trotzdem überglücklich, dass ihr hier auf dem Festivalgelände seid. Ein ganz großes Dankeschön. Ich weiß, Sie haben unheimlich viel zu tun an Holger, an Thomas, an die gesamte Crew. Die machen hier wirklich einen affengeilen Job und versuchen alles Mögliche, hier die Leute rauszukriegen. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann geht es leider nicht mehr. Danke Holger, danke Thomas, danke allen anderen, die arbeiten hier. Und dann fällt uns noch eines zu ein. Nee, was? Nein, stopp. Wo ist denn Sonja? Sonja ist die junge Dame hier vorne im roten T-Shirt umringt von den ganzen Blauen. Wir feiern heute ihren Junggesellenabschied. Wir dürfen nachher alle zu ihr nach Grimmum kommen. Sie hat dann noch ein bisschen was zu verkaufen. Ist alles da, was zu trinken, was zu essen, was zum, naja, für die späteren Stunden. Viel Spaß heute! Viel Spaß! Ich hatte schon mal Platz an Grimmum. Aber wisst ihr was, Freunde? Ich sag ja immer nur, Scheiß drauf! So geil. Wir haben letztens auch mal Besuch bekommen von Holger aus dem Proberaum. Der sagte nur, Alter, was geht denn jetzt hier gerade ab? Da sind ja auch einige jetzt mit Metal Train gekommen. Ich habe das Gefühl, der ist einfach durchgerauscht. Oder sind Leute vom Metal Train hier? Sauber geil. Aber wisst ihr was? Das nächste Stück, das ist für euch. Aber ihr könnt alle mitfeiern. Ich sag gar nichts mehr. Oh, ich will eine Polonaise sehen. Er will eine Polonaise sehen. Tom will eine Polonaise sehen.
geworden sind. Absolut super. Das hat Tradition und es hat noch nie geklappt. Kommen wir zu was Traditionellem. Oh Leute. Ich weiß nicht, ich muss einmal zählen. Tom, fang mal an. Was traditionell ist bitte einmal? Alle an die Ruder. Also, wir sollen noch, Florian, wir sollen noch bis 19 Uhr spielen. Nein. Schlammengel. Davon, aber jetzt wurde was gewünscht, das kriegt ihr jetzt. Viel Spaß mit! Leila, das musste ja kommen. Ein Aufkleber bitte. So ganz wenige davon. Ich hab nur 200, wenn die meisten sind hier auf Wacken. Super. So, Freunde, das letzte Stück und danach kommen auch noch ganz geile Bands. Wir wünschen euch ganz viel Spaß hier beim Wacken Open Air. See you next year. Rain or shine. Das ist Janne. Der spielt auf Tuba. Janne ist der Tuba. So, hier haben wir auch ein entsprechendes Feldlager. Alte Traditionen, kommen schon aus dem Mittelalter offensichtlich. Haben wir zuletzt am Nürburgring 24-Stunden-Rennen gesehen. Mit der Beilseite ist das natürlich auch schwer, ne? Knapp daneben. Er ist schon sehr weit. Hilft ihm auch nichts. Das ist doch übrigens unser Gummistiefelverkäufer von gestern. Das nenne ich einen anständigen Mexikanerhut. Da will ich dich fotografieren. Aber nicht mit der Mülltonne. Nicht mit der Mülltonne. Mensch, so viel zu schön für die Mülltonne. Nicht dazu kommt. Das sieht man. Wie schwer ist das Teil jetzt auf deinem Kopf? Mehr als 5 Kilo. Mehr als 5 Kilo. Über das Top-Up Cashless Payment müssen wir, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr so viel reden wie letztes Jahr.
Funktioniert, hat sich in meinen Augen bewährt. Man kann kein Portemonnaie verlieren, es ist relativ simpel. Und vor allen Dingen die Schlangen an den Verkaufsständen, auch mitten im Konzert, sind nicht so lang, weil das mit dem Bezahlvorgang einfach schnell geht. Und das macht in meinen Augen bei einer Veranstaltung, die normalerweise auf 85.000 Besucher ausgelegt gewesen ist, absolut Sinn. Auch wenn es jetzt dieses Jahr leider ein paar weniger gewesen sind, die hier sein können. Aber das Prozedere ist einfach, funktioniert, ist gut. Also das hier ist somit die geilste Kutte, die ich hier bislang gesehen habe. Also das hat Art. Das hat richtig Art. Gefällt mir. So, die T-Shirts hier habe ich mal angehalten hier. 2500 Stück Limited Edition, weil ihr seid ins Exil gegangen. Ihr seid auf dem Hungrigen Wolf. Genau. Kann ich mal zurück? Yo! Hungry for Metal. Also um das T-Shirt werden euch garantiert Leute beneiden. Definitiv. Wie ist es jetzt so auf dem Exilplatz? Gut untergekommen? Sehr gut untergekommen. Bustransfer. Bustransfer klappt. Ja, sehr gut, sehr gut. Und ansonsten Duschen, WC, ich meine, das ist normal, das ist ein Flugplatz, da ist eigentlich sonst nichts. Also haben sie schnell aufgebaut bekommen alles. Alles super geklappt. Und der Boden ist da auch wesentlich fester als hier. Besser Ne? als hier, ja. Freut mich fantastisch, also super. Alles klar. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Danke. Memento mori, bedenke, dass du sterblich bist. Die Walküren haben sie genommen. Wacken 23 hat sie genommen. Hier ist die Ahnenreihe derer, die es nicht geschafft haben. Und hier im Bereich der Wacken Foundation, hier haben wir die Rotarians, daneben haben wir die Blutspendenaktion. Gleich anders sind hier auch und führen Eheschließungen durch. Das finde ich auch besonders klasse. Jawohl, da haben wir alles drauf. Punk ist mit dabei, Nerd. Da fühle ich mich auch durchaus, da fühle ich mich mit angesprochen. Sehr Ne? cool, ja. Aber es sind halt leider alles Dinge, wofür Menschen heutzutage immer noch ausgegrenzt oder diskriminiert Ja. werden. Und wir möchten halt, dass jeder Mensch genauso akzeptiert wird, wie er ist. Ja. Und dass das anders sein, also dass es akzeptiert wird. Was wir hier in dem kleinen Mikrokosmos Wacken ja schon sehr, sehr gut schaffen. Ne? Richtig, Also genau. das ist Ich wirklich finde auch. toll. Also ich bin auch eigentlich normaler Festivalbesucher, Ja, wie man wahrscheinlich auch an meiner Stimme hört. Denn Maiden war lang gestern. ich wollte gerade raten. Iron Maiden war da bestimmt nicht unschuldig dran. Aber auch ein gutes Konzert. Ja. Aber die Leute sind so cool, die machen wirklich eine richtig wichtige Arbeit. Deswegen bin ich schon den dritten Tag hier mal wieder seit über einer Stunde oder zwei. Um den Regenbogen zu halten. Unter anderem, oder auch Ja. selber mit den Leuten hier zu reden, die sind alle super Ja. lieb. Also anders gleich anders auf Instagram. Ganz tolle Arbeit, wirklich. Wir haben hier wirklich einen ganz tollen Mikrokosmos und tragen dazu bei, dass das auch in den Makrokosmos übergehen kann. Ne? Richtig, genau. Diesen Bereich solltet ihr unbedingt euch mal ein bisschen näher angucken. Ganz viele tolle Stände hier vorne. Die DKMS gegen den Blutkrebs. So, einmal Glücksrad drehen. Einmal die Glücksfee. Dann einmal So, und soll ja auch ein bisschen Bewegung im Spiel sein hier, ne? Und, oh, knapp vor meinem Hauptgewinn. Die 8 ist einmal der Sticker der Schande eigentlich. Der Sticker der Schande? Der Sticker der Schande ist bloß inzwischen aus. Der Sticker der Schande ist aus. Was kriege ich denn stattdessen? Da muss man sich jetzt hier leider einen Sticker aussuchen, aber die sind auch sehr cool. Also ich finde die alle sehr, sehr cool. Deswegen Ja. habe ich das Ganze hier jetzt auch mit gefilmt. Kommt das auch der Wacken Foundation zugute, die ganze Geschichte? Genau. Weil das ist nämlich auch eine wichtige Geschichte. Hier wird Förderung, Musikförderung damit finanziert für junge Metal-Fans. Hat gerade direkt vor Wacken wieder stattgefunden. Drüben in der Grundschule haben die ein Camp aufgebaut. Das wird alles von sowas finanziert. Genau. Und jetzt darf ich mir einen Sticker der Schande aussuchen. Das ist das Top geworden. Ich habe jetzt hier eben am Glücksrad gedreht, weil ich deine Bilder so toll fand, ehrlich gesagt. Dankeschön. Das Ganze läuft jetzt hier über Wacken Foundation. Ich habe auch schon mit einem der anderen Künstler habe ich auch schon ein Video vorbereitet. Kommt demnächst auf den Kanal. Mit Jens Rusch habe ich nämlich ein Video vorbereitet. Das werde ich jetzt nach Wacken dann für euch live schalten, wo ich euch den Künstler vorstelle. Von dir weiß ich überhaupt noch nichts. Erzähl mal einfach mal frei der Schnauze nach weg, wie wir das auf Wacken so machen. Wer bist du, was machst du und wieso überhaupt? Ich bin Olga Demidov, mir gehört Demidov Artworks. Und ja, ich bin Künstlerin, ich bin solo selbstständig, ich mache das alles alleine. Klar, auf Veranstaltungen habe ich auch Unterstützung, aber sonst ist es läuft wirklich alles über mich. Ich zeichne die Motive, ich drucke die Tassen,
Ich mache die Bestellungen, wenn jemand bei mir bestellt. Also alles über mich. Wunderbar. Das Ganze ist hier jetzt ja auch für die Wacken Foundation, hier in den Wacken Foundation Bereich. Das heißt, wenn ihr hier jetzt was einkauft, da kommt auch ein Teil dann der Wacken Foundation zugute. Ganz recht. Na, und damit einem guten Zweck. Yeah, of course. So he's Swedish, you're Finnish, you're Dutch. Tocins. Das ist das Einzige, was ich kann. It's the only thing I actually can. No, I really enjoy your work, and I did a special. You were in the special last year already, so I now do the special for this year on my YouTube channel. Da könnt ihr schön die Warttiefe sehen hier. Das ist direkt vor der Wasteland Stage. Also wenn man hier jetzt richtig schön ins Moshpit geht, staubig ist es im Moshpit hier dieses Mal wirklich nicht. Kann ich auch nur so durchlatschen, weil meine Stiefelschäfte so hoch sind. Die Welt ist so klein. Die Welt ist so klein. Man trifft sich überall. Erinnert ihr euch noch an das Henna-Tattoo? Das ist da draus geworden. Ist das geil oder ist das geil? Ich finde, das ist geil. Yeah! Einmal Schlammfrisbee und abrollen! Yay! Der war drin! DMS Rescue hat jetzt Wasser und eine Sonnenbrille fürs Schaf. Weil Sonnenschutz ist wichtig.
So gemütlich kann ein Rockkonzert sein. Und wie immer nach den Konzerten strömt man dann natürlich zum nächsten Platz. Und ihr seht, das ist immer noch beschwerlich. Es ist besser geworden, es gibt hier festen Grund. Aber weite Strecken sind halt auch immer noch schlammig, modderig und stehen noch voll mit Wasser. Das ist einfach so. Aber irgendwie gehört das ja auch dazu. Aus! Alter Falter, das wird richtig warm. Ja, auch das Fahrzeug ist aus dem Technikmuseum Speyer. Da hatten wir letztes Jahr ja auch schon ein Fahrzeug hier, ähnlicher Bauart. Aber das Ding ist schon eine harte Nummer. Ernsthaft jetzt? So brecht ihr eure Gabeln ab? Wieso geht ihr mit euren Pommesgabeln so um? Verstehe ich nicht. Ich muss jetzt einmal wieder zum schwarzen Schaf, denn alle meine Akkus sind leer. Ich habe keine Akkus mehr für die Kamera und das Handy ist auch leer. Das heißt, wir toppen nochmal die Akkus auf und stürzen uns dann nochmal in die Samstagnacht. Das wird das nächste Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, wisst ihr ja, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.